Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und wir befinden uns mal seit langer Zeit wieder auf W50. Und ihr denkt euch bestimmt, im Titel stand jetzt Mission Magierwaffe finden oder so. Was machen wir auf W50? Hier sind wir doch auf dem Krieger. Ja. Allerdings suchen wir nicht für uns eine Waffe, sondern für den Marquardt. Und zwar ist es schon Ewigkeiten her, dass wir hier die Begleiter auch waffentechnisch ausgerüstet haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme, immer noch Epic Event und ich möchte es einfach nutzen. Und ja, hier sind wir gut aufgestellt. Hier haben wir Legendaries auf unserem Main. Bertram hat eine einigermaßen neue Epic-Waffe. Kunigunde hat eine einigermaßen neue Epic-Waffe. Aber der Marquardt, da kracht's richtig. Da müssen wir noch ein bisschen Nachhilfe geben. Und ja, generell zum Stand auf W50 kann ich sagen, ja, ich halte mich so in den Top 30. Es ist ziemlich schwer geworden, seit die Leute aus der Dungeon-Pause raus sind. Merkt man schon, ja, dass das schon einiges bringt und macht mir auf jeden Fall das Leben schwer, aber die Konkurrenz war vorher schon hart auf dem Server, ist es jetzt immer noch. Wir haben es geschafft, Platz 5 hier zu sichern, relativ solide, würde ich mal sagen, im Elevator. Wir halten also unsere Platzierung wirklich sehr konstant. Da gehen nochmal Grüße raus an die komplette Holzfäller-Gilde. Bin ich sehr stolz drauf, dass wir hier nach so langer Zeit immer noch sehr ja, konstant und aktiv auf dem Server schalten und walten. Ich sage immer wieder, auf einem Server wie W50 hier in der Top 10 Gilde zu sein, ist einiges wert, da der Server wirklich extrem krank ist. Ihr habt es ja letztes Mal gesehen im Elevator-Video. Ja, zwei von den, oder ich glaube, zwei von den Gilden hier waren in den Top 20 oder so. Ne? Hollywood war auf Platz 10, glaube ich, mit den meisten Elevator-Marken so. Crit Happens knapp hinterher so. Und die nächsten Gilden weiß ich nicht mehr ganz genau, wo die waren, ein bisschen weiter unten. Aber damit würde ich sagen, die Konkurrenz auf dem Server ist hier extrem stark. Ja? Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier immer noch sehr safe auf Platz 5 stehen. Und ja, genau. So, also deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Die einzige Mission, die wir heute haben, ist es wirklich, für den Marquardt eine neue Waffe zu finden. Und bevor wir das machen, werden wir 2 Dungeon-Gegner erstmal wegdezimieren. Hier, ihr seht schon, die haben sehr gute Chancen. Der Rest ist Pustekuchen. Da können wir uns nicht weiter dran vergehen. Da gehen wir mal zuerst in den Mount Olympus. Ja, da klatschen wir mal den Polyphem. Mit einer 47%igen Chance ist er hier One-Hit. Die Gegner danach sind auch schon wieder Banane. Das kannst du hier in die Tonne kloppen. Ja. Und den nächsten Gegner, den wir hier wegmachen, ist der tanzende Mushroom. Auch mit einer 27%igen Chance und damit auch so gut wie One-Hit. Und wir haben sogar den nächsten hier weggemacht. Und noch den nächsten. Was? Alter, holy shit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, danach ist auch wieder finito. Aber ja, nehmen wir natürlich mit hier das Ganze, ne? So, und haben damit 491 erreicht. Sehr schön. Auch für mich geht es hier langsam, aber sicher auf die Stufe 500 zu. Auch wenn es natürlich ein bisschen länger dauert, da ich keine Dungeon-Pause gemacht habe, aber damit muss ich halt leben. Ne? Dafür hatte ich die ganze Zeit Spaß hier mit den Dungeon-Tries. Auch cool, zwar nicht das effizienteste so, aber so habe ich mich halt entschieden zu spielen und bereue es auch im Nachhinein auch nicht. So, hier haben wir Lebensenergie. Das rüsten wir mal gleich um hier. Machen eine Steingewinnung. Zack. Ja, das können wir zerlegen. Das kann auch weg. Und das ein Stärke-Item. Ja, kann man auch nehmen. Was haben wir hier? Lebensenergie. Reicht das noch? Nee, reicht nicht. Okay, gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Rune tauschen gegen ihn hier, ne? Jawohl. So. Weil die Lebensenergie, die wollen wir natürlich mitnehmen hier. So, und Steingewinnung. Okay, und jetzt geht's los. Jetzt können wir reingehen in den Zauberladen. Das heißt, wir müssen eine Epic-Waffe finden. Das ist erstmal Mission Nummer 1. So, Mission Nummer 2 ist es eigentlich so wie im Video gestern. Nachdem wir das dann erfolgreich erledigt haben,
werden wir zusehen, dass wir diese umwandeln in hoffentlich eine Magierwaffe. Hoffentlich auch mit einigermaßen guter Spanne. Oh. Oh, das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Aber nee, bringt mir nichts. Ich kann dadurch sowieso nicht viel mehr Dungeons legen. Ich werde warten, bis der nächste Legendary Dungeon da ist. Dann werde ich hier mich nochmal neu equippen. Das sind auch, glaube ich, nur die Schuhe, ne? 715, 13, okay, 15. Okay, der Helm ist das Neue hier. Der Rest ist, ja, beim Rest, ja, ist so ein bisschen durcheinander hier, ne? Hier und da ein paar Items können ausgetauscht werden, aber das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Legendary Dungeon machen, zu Ostern. Da steht auf jeden Fall einiges an. Auf dem Main wollen wir eine neue Waffe finden. Dann auf W27 weiß ich gar nicht ganz klar. Okay, da ist die erste Waffe, die nehmen wir mit. Spanne, na, geht so, aber wir schauen mal. Ja, auf W50 ein paar neue Items. W60 wird auch nochmal hart. Schauen wir mal, es ist direkt die Magierwaffe. Holy shit. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir so ein Glück haben heute. Und ja. Ja, das schmeckt auf jeden Fall, ne? Also die Spanne ist zwar nicht so geil. Vielleicht nehme ich nochmal... Das ging jetzt mir wirklich zu schnell. Ich glaube, ich werde jetzt gierig, aber ihr seht auf jeden Fall, was ich meine. Da ist definitiv Potenzial, würde ich sagen, ne? Ja, ich will eigentlich noch eine geilere Spanne haben, aber jetzt kommt, glaube ich, die Gier in mir durch hier. Jetzt wird der Topf der Gier ausgespielt hier. Das ist, ja, wie hoch ist die Chance, dass wir jetzt nochmal eine Waffe finden? Eine Dreier-Stat-Waffe mit guter Spanne und die zufällig nochmal in eine Magierwaffe umgetauscht wird. Weil das Ding ist, das ist ziemlich random und die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Aber ich würde ungern auf eine so niedrige Spanne umswitchen, im Vergleich zu der Spanne, die wir davor haben hier beim Magier. So, ne? Und Spanne ist halt eben alles in den Dungeons. Und deswegen, ja, die ist zwar deutlich besser, die Waffe, ne? Gar keine Frage. Aber ich will nicht unbedingt eine niedrigere Spanne haben. Ich möchte eine gleichwertige oder eine höhere haben. So, das ist jetzt unser Anliegen heute. Und ich glaube, wir werden uns richtig dick damit auf die Fresse packen, weil wir haben jetzt schon das Glück und haben jetzt eine Waffe bekommen. Jetzt nochmal das Gleiche hier zu veranstalten. Ich glaube, das wird ganz, ganz doll in die Hose gehen. Manchmal, ihr kennt das bestimmt auch, manchmal gibt es ja so eine Tage, wo wirklich du mit Waffen überschüttet wirst. So, ne? Du wirst wirklich zugeschissen mit Waffen. Ne? Aber meistens ist es das denn, wenn du halt gerade keine Waffen brauchst. So. Ne, dann kommen übelst viele Waffen. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Dann, wenn du Waffen brauchst, dann kommt gar nichts. Ja? Dann kriegst du alles andere 10-fach, 20-fach hinterher geworfen, außer halt eben diese Waffe. Und ich habe das Gefühl, heute ist so dieser Tag, wo wir nicht sehr viele Waffen hier bekommen werden. Ja, wir wurden jetzt einmal angefüttert, wir sollten uns damit zufrieden geben. Hier, da hast du deine Waffe, bitteschön, hat dich nicht viel gekostet, aber du musst vielleicht in Kauf nehmen, dass die Spanne nicht ganz so geil ist. Ja, das ist jetzt hier der Tribut, den du zahlen musst für so eine einigermaßen recht günstigen Waffe. So, ne? Wenn du wirklich mehr haben willst, ja, dann bitteschön. Dann nimm bitte auch mehr Pilze in die Hand, ja. So vom Ding her. Und ihr seht es. Ihr seht es, was passiert hier. Es passiert gar nichts, ja. Jetzt nochmal so eine Waffe zu finden hier. Eieieiei. Ja, ich weiß auch nicht, ob mir das wirklich großartig was bringt hier. Klar, wir sind vielleicht in dem einen oder anderen Dungeon ein bisschen besser aufgestellt, aber ihr habt es ja gesehen, ne? Die Prozentchancen von den restlichen Dungeons, die wir jetzt eben gerade gesehen haben, die sind wirklich unterirdisch, ja, wie Maulwurfsgänge, so, ja, das ist eine Alle-Attribut-Waffe hier, ne? Also das ist es halt, ne, da ist die Spanne jetzt wieder ein bisschen besser, aber ist halt alle Attribute und das wollen wir auch nicht. So, ist jetzt die zweite Waffe insgesamt gewesen, die wir heute gesehen haben am heutigen Tage. Mal schauen. Wir machen das Ganze noch auf jeden Fall ein bisschen. Aber
Ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache irgendwie. Ey, guckt euch das an. Das ist ja wieder unglaublich hier, ne? Das ist ja unglaublich. 3 Epics werden hier geskippt und keins davon ist eine Waffe. Ich weiß nicht. Muss ich irgendwo draufgehen, wo ich sage, okay, nein, ich möchte jetzt keine Waffe, umgekehrte Psychologie so mäßig. Keine Ahnung, es ist wirklich Tag für Tag anders, so, ich weiß es nicht. Wenn du Waffen brauchst, dann kommt keine. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wir können natürlich auch den machen und sagen, yo, ey, wir warten hier bis zum Legendary Dungeon, falls ich jetzt keine Waffe brauche, dann können wir da das den Markwart geben, irgendwie. Ja, oh nee, Digga, das ist auch so nervig. Das wäre natürlich auch noch eine Strat, ne? Zu sagen, okay, wir rüsten jetzt diese Waffe aus, vielleicht fällt dadurch ein Dungeon mehr, so, keine Ahnung. Und dann gehen wir zum Legendary Dungeon nochmal rein und werden versuchen, erstmal für uns eine neue Waffe zu grabben. Und wenn wir vielleicht noch eine zweite kriegen oder so, diese dann umwandeln für Markwart. Aber da ist halt auch wieder das Ding, ne? Erstmal Legendary Dungeon, dann erstmal eine Epic-Waffe ziehen. Ist halt wieder ziemlich lucky, so. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier noch? Ja. Und da muss halt dann auch wieder die Spanne stimmen, ne? Und dann muss sie halt auch noch umgewandelt werden. Das ist immer das Gleiche. So, haben wir hier noch... Ja, okay, er könnte hier noch irgendwie einen neuen Brustpanzer könnte er noch vertragen hier. Ich weiß bloß nicht, ob das denn schon so worth ist, das jetzt zu machen halt, ne? Das umzuwandeln hier, die Pilze und das Gold dafür auszugeben, für ein paar Stat-Punkte für meine Begleiter, die sowieso wahrscheinlich nicht viel regeln werden in den Dungeons, so, ne? Die werden nicht viel reißen, das ist so das Ding. Deswegen, ich weiß nicht. Ich würde vorschlagen, wir suchen, ja, wir versuchen mal insgesamt in dieser Folge 3 Epic-Waffen rauszuziehen. Das sollte doch, ja, das ist eigentlich schon viel verlangt, ne? Aber wir versuchen mal 3 Stück zu bekommen hier. Also 3 mal 3 Attributs-Epic-Waffen. Ne? Eine haben wir schon. Bei der zweiten werden wir schauen. Vielleicht ist das schon dann die Traumspanne. Wäre natürlich super. Aber ich habe im Gefühl, das wird dann keine Magierwaffe. So vom Ding her. Und warum eine dritte? Erstmal alle guten Dinge sind 3. Und ich habe das Gefühl, wenn man einmal erstmal eine Epic-Waffe gefunden hat, dann kommen und man vorher eine lange Flautephase hatte, dann kommt auch eine Phase wieder, wo so mehr Epic-Waffen hintereinander kommen. So. Das hat schon ein bisschen was vom Casino hier, ne? Irgendwie so gefühlt, ne? Ja, der kommt die ganze Zeit nicht. Man muss immer den Automaten füttern hier, aber irgendwann muss er ja geben, irgendwann muss er ja hier zurück, irgendwann muss er ja mal gönnen, so, ne? Irgendwie so mäßig komme ich mir schon vor. Oh, ein geiles Schild hier, ne? Also wirklich mein Lieblingskriegerschild. Ich glaube, ich muss mich mal bald umrüsten hier, so ein bisschen umskinnen. Okay, nächste Waffe. Spanne, gut. Nehmen wir mit. Ist es die Magierwaffe? Ach nein, das war so klar, es ist die Kundschafterwaffe. Oh mein Gott. Oh, das war der Call jetzt gerade. Also ich hab's ja, wirklich schon, ich hab's geahnt. So, jetzt werden wir mal schauen, ob sich jetzt meine Theorie bestätigt und wir jetzt vielleicht ein paar mehr Epic-Waffen bekommen hier. Wäre wünschenswert. Also es geht immer noch ein bisschen mehr von der Spanne, ne? Also es war jetzt eine okay Spanne, aber war jetzt nicht so, dass ich jetzt so aus dem Häuschen bin, muss ich sagen. Aber wäre schon für mich komplett ausreichend für einen Markwart, wenn wir da einigermaßen an die Spanne rankommen, die wir jetzt hatten, so, ne? Ja. Und wie gesagt, ich brauche es, glaube ich, nicht jede Folge erwähnen oder so, ne? Aber bitte macht das nicht nach. Das Ganze kostet hier einiges an Pilzen, so, die mir natürlich für Content bereitgestellt werden, ganz klar. Deswegen mache ich das Ganze ja auch. Sonst würde ich das auch nicht machen, weil überlegt euch mal, ihr gebt dafür sehr viele Pilze aus. Und ihr habt es an den Prozenten in den Dungeons gesehen, es ist kaum was machbar. Da wird jetzt so eine Waffe bei meinem Markwart jetzt das Ganze auch nicht umkrempeln und die Welt verändern, so, ne? Vielleicht bekomme ich ein paar mehr Prozente rausgekitzelt bei dem einen oder anderen Gegner und bin vielleicht ein bisschen
ja, ein bisschen ahead so, aber für die Anzahl an Pilzen lohnt es sich nicht. Ne? Falls ihr es natürlich doch macht, würde ich mich natürlich sehr freuen darüber, wenn ihr über den Webshop ne, einkauft. Da spart ihr nicht nur Geld, sag ich mal, sondern könnt mich auch noch kostenlos unterstützen, wenn ihr da den Creator-Code dort beim Kauf eingibt. Ihr habt dadurch zwar nicht mehr, aber ihr habt dadurch auch nicht weniger und supportet mich halt extrem krass dadurch. Deswegen vielen lieben Dank. Ich möchte da auch jeden nochmal an der Stelle wirklich einzeln danken, falls ihr mir schreibt oder mir ein Bild zukommen lasst irgendwo. Da bedanke ich mich auf jeden Fall, weil das ist wirklich krasser Support, den ihr mir entgegenbringt. Und da ist es das Mindeste, dass ich zumindest sagen kann, vielen lieben Dank an der Stelle. Da haben wir nochmal Spanne, okay, werden wir schauen. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass die anderen Shops ihre Preise erhöht haben, Steam, iOS und Apple, bezahlt ihr jetzt 120 Euro für 3000 Pilze anstatt 100 Euro für 3000 wie früher so. Und über diesen Webshop, da sind die Preise halt eben noch so wie früher. Wenn ihr aufladen wollt, dann halt eben da, bietet sich an. So, die Waffe Nummer 3, bitte, ich bete. Lass es eine Magierwaffe sein. Ja, es ist die Gitarre. Nice. Und die Spanne war so wie die letzte, so ungefähr. Und wir haben hier 3600. Ja, okay. Es ist besser. Es ist aber... Ja. Aber ich bin zufrieden. Ich lasse es. Die Werte sind genauso wie bei der anderen Waffe. Nur, dass wir halt hier nochmal 300 mehr Spanne rechts raus haben. Ist leider keine 4000er rechts raus, also die ist extrem krass, die Waffe, ne? Also die ist krass, aber die ist halt leider schon outdated und so oder so ist diese Waffe hier besser, auch wenn die Spanne ein bisschen schlechter ist, hat man trotzdem viel mehr Durchschnittsschaden. Oh, okay, lol, ich habe vergessen, die Rune tauschen, Alter, holy shit, jetzt hätte es mich beinahe gelegt hier, Alter, aber wir haben ja hier noch eine Feuerschaden-Rune, 60%. Rune tauschen. Ja, da haben wir kurz Herz stehen geblieben hier. Ja, Gegenstand zerlegen. So, und jetzt hat der Marquardt hier auch eine neue Waffe. Und ich bin glücklich und zufrieden. Mal schauen, ob wir nochmal ein bisschen weiterkommen. Ich gucke mal ganz kurz in SF-Tools rein, ob sich irgendwas getan hat. Ja, ganz kleinen Moment. So, vergleicht gerne nochmal die Werte vom Anfang der Folge und jetzt. Ich habe sie jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, ich habe sie jetzt gelöscht in der Zwischenzeit. Also ihr seht, da hat sich jetzt fast gar nichts getan. So, ne? Wir haben zwar echt gut ein bisschen Progress gemacht, sag ich mal, auf dem Marquardt so, aber prozentmäßig ist hier halt fast immer noch nichts drin. So, ne? Ja, also, was haben wir aus der Folge gelernt? Wenn so ein Marquardt jetzt irgendwie eine Waffe findet, die 80 Stats besser ist, so, zwar gut und schön, aber chancentechnisch sind wir jetzt dadurch auch nicht viel besser aufgestellt, haben jetzt relativ viele Pilze ausgegeben und halt auch ein bisschen Gold für die Waffen gelassen, so, ne? Da kann man sagen, okay, war es das jetzt wert? Wahrscheinlich, nö. Habe ich trotzdem gemacht, ja, weil ist natürlich ganz cool für ein Video, da eine neue Waffe zu finden, aber unterm Strich muss man sagen, ja, macht's nicht. Es lohnt sich nicht so. Ne? Habe es jetzt auch nochmal gemerkt, es ist wirklich nicht sehr worth. Wir warten auf einen Legendary Dungeon, vielleicht kann ich bis dahin noch ein bisschen mich verbessern von den Stats her und noch so ein bisschen die Prozente steigern in den Dungeons hier und eventuell mit Hilfe der neuen Waffe kann man es dann eventuell schaffen, noch einen Gegner vorher zu legen, was vielleicht uns nochmal ein Level mehr bringen könnte im Optimalfall, ne, als wenn wir jetzt nicht die Waffe getauscht hätten, so für den Legendary Dungeon, damit man da eine Stufe höher ist, was vielleicht auch 1-2 Stats mehr ausmacht auf die Waffe, also und diese 1-2 Stats hätten wir schon hier in die Stats investieren können, anstatt für die Waffen auszugeben. Unterm Strich hat sich jetzt nicht so gelohnt, ne? Aber trotzdem hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das ist die Hauptsache, ja. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, zumindest beim Zuschauen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.